So, Otto. Ja. Also, was ich jetzt mal ausprobieren möchte, ist, es wird nichts passieren, es wird funktionieren, das weiß ich. Wir haben diesen riesigen Gleitbelag, den wir da sehen. Der ist schön weiß und der entspricht vom Reibwert her ungefähr einer festgefahrenen Schneedecke. Wow. Wir werden da mal gleich ein bisschen rutschen. Wir werden, kritisch ist es halt immer dann, glaube ich, jetzt für Belastung Motor, wenn die Autos anfangen, wirklich einen 360er zu machen, wenn sie sich drehen, dass dann einfach diese Querbeschleunigungen drin sind. Genau. Oder auch der Übergang, wenn ich von dem Gleitbelag auf den Asphalt gehe und die Autos plötzlich stehen und da kann man auch, denke ich mal, ja. Die Platte, wir haben hier einen Schleudersimulator, den ist noch nicht aktiv. Ich werde einfach mal drüber fahren, mal gucken, wie der Wagen generell reagiert. Ja, genau. Ja, mal schauen. Angeschnallt bist du ja. Angeschnallt bin ich. Ja. Der hat die Platte schon an. Oh. Nicht machen brauchen. Ich wollte erst mal ohne. Das war der Schlag in Popo, oder? Den wir gekriegt. War jetzt überraschend, ja. Also ich wollte auch, oder? War jetzt überraschend. Aber mein Reflex funktioniert noch. Das ist das, was wir hier an Nürburgring seit 30 Jahren machen. Wir haben hier die Schleudersimulator, der dich quasi in eine Übersteuersituation bringt. Du musst blitzschnell gegenlenken und wir versuchen dann dieses ins Schleudern gekommene Fahrzeug anzufangen. Das macht Spaß, aber es ist auch wirklich natürlich für den Motor, für die Ölversorgung definitiv ein Thema. Ja, die Beschleunigungskräfte, die du da hast. Ja. Ich habe also wirklich auch hier schon mit Prototypenbau haben wir hier Versuche gefahren, wo wir genau diese Dinge machen. Wo wir also hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Motor, den so keiner kennt, der ist auch nur für ein Auto gedacht. Und da haben wir hier auch wirklich nur Schleudern, machen, tun, haben versucht, auch über Data Recording haben wir dann die Ölversorgung, die Öldruckwerte und so weiter haben wir hier überprüft. Und wir glauben einfach, wenn das Auto hier funktioniert, dass du eigentlich damit auch die Masse des Bedarfs auf der Straße deckst. Ist auch logisch. Ja. Ein Thema, was vielleicht schwierig zu diskutieren ist, aber würde dieses Öl, was den Wechsel der Welle angeht, länger durchhalten? Qualitativ? Es würde definitiv länger durchhalten. Das Thema sind halt die Vorgaben der Automobilhersteller. Und da musst du halt die Ölwechselintervalle einhalten, aber von der Alterungsstabilität das könnte das schon länger drauf bleiben. Licht aus. Ja, genau. Dreht der Wagen sich und dann. Das sind so die Momente, wo du dann. Wo das Öl wirklich hin und her gesteuert wird. Also ich sehe hier, Öldruck ist noch da. Ist noch, oder? Ja. Wir sagen ja hier in der Eifel auch immer, wer Jut schmiert, der Jut viert. Ja, ist so der Standard. So, Mittagessen ist noch drin. War eine coole Geschichte, Christian. Also war wirklich spannend, hatte ich noch nie so erlebt und hat Spaß gemacht. Otto, stark. Echt interessant, echt beeindruckend. Ich bin generell von dem ganzen Thema richtig geflasht, weil ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Für mich war immer Öl ist etwas, was wir aus der Erde ziehen, also fossiles Öl. Und jetzt haben wir eine ganz neue Möglichkeit auch, diesen weltweiten, großen, flächendeckenden Bedarf auch abdecken zu können mit einer neuen Technologie. Wie siehst du die Zukunft? Ich sehe die Zukunft schon sehr, sehr positiv. Es ist einfach, es ist ein Produkt, das jeder überall einfüllen kann. Also es ist einfach kompatibel.
Es hat eine Top-Performance. Das ist ja wichtig im Motoröl. Ich glaube, das ist zuerst mal für jemanden, der das nutzt, viel, viel wichtiger wie die Nachhaltigkeit. Und dadurch, dass man es einfach draufkippen kann, sage ich jetzt mal ganz platt, dass es kompatibel ist, dass es unsere gewohnte Rowe-Performance hat und dann halt noch nachhaltig ist mit diesem biosynthetischen Basisöl, mit diesem negativen CO2-Fußabdruck. Das gibt mir schon Hoffnung, dass das Produkt eine große Zukunft hat, diese ganze Produktreihe, dass wir damit schon erfolgreich werden. Ich werde euch weiter beobachten auf der Rennstrecke. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn da mal ein paar Kanister bei mir Ja, klar. vor der Haustüre Das stehen. machen wir gerne. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war für mich ein toller Tag. Ich möchte mich auch bei dir, lieber Otto, bedanken für diese echt interessanten Einblicke. Und ich freue mich auch, wenn unsere Kunden und Zuseher und Hörer dann auch eines Tages mal so ein Produkt bei sich ins Auto einfüllen. Ja, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Dir auch herzlichen Dank, Christian. Und auch euch herzliches Dankeschön, dass ich die Gelegenheit hatte, unsere neue nachhaltige Motorölreihe Sunspeed vorstellen zu können. Danke.